Hallo und herzlich willkommen in unserer Hengst-Garage, dem Ersatzteil- und Produktkanal von Hengst Filtration. Mein Name ist Kai und ihr seid hier genau richtig, wenn ihr euch für unsere Produkte, Technik und Montage interessiert. Was haben wir heute für euch auf der Werkbank? Unsere Lufttrocknerpatronen für Druckluftbremsen an LKWs und Bussen. Warum werden Lufttrockner benötigt und wie funktionieren unsere Lufttrockner? Viel Spaß bei diesem Video. Standet ihr schon mal neben einem Bus oder einem LKW und habt es zischen gehört? Genau dieses Zischen benötigen unsere Lufttrockner, um richtig arbeiten zu können. Aber später mehr dazu. Im Pkw-Bereich werden fast ausschließlich hydraulische Bremsen eingesetzt. Das bedeutet, es gibt ein Rohrsystem mit einer Flüssigkeit. Wird das Bremspedal gedrückt, überträgt sich der Druck über die Flüssigkeit zum Bremszylinder. Bei LKWs und Bussen gibt es kein hydraulisches Bremssystem, sondern Druckluftbremsen, also ein pneumatisches System. Die Druckluft betätigt über Ventile und Kolben die Bremszylinder. Warum benötigt ein solches System nun Lufttrockner? Der Lufttrockner soll, wie der Name es bereits vermuten lässt, die Luft trocknen. Aber warum? Gelangt Feuchtigkeit bzw. Wasser in die Bremsanlage, besteht die Gefahr der Korrosion in Ventilen und bewegten Teilen. Die Korrosion führt dazu, dass beispielsweise Ventile oder Zylinder festsitzen können. Aber auch im Winter lauern Gefahren, zum Beispiel, wenn das Wasser gefriert und sich dadurch Komponenten nicht mehr bewegen können. Nun stellt sich die nächste Frage: Wie kommt das Wasser in die Bremsanlage? Vom Kompressor wird die Luft angesaugt und durch die Komprimierung leicht erwärmt. Wenn diese erwärmte Luft abkühlt, kommt es zu einer Kondensatbildung. Einen ähnlichen Effekt kennt ihr aus eurem Badezimmer. Auch dort kondensieren die warmen Wassertropfen am kalten Spiegel. Dieses Kondensat muss in der Druckluftbremse zuverlässig abgeschieden werden. Neben der Abscheidung von Wasser müssen die Bremslufttrockner auch Öl abscheiden. Das Öl gelangt über den Kompressor in das System, da die Kompressoren mittels Öl geschmiert werden. Wie funktioniert die Wasser- und Ölabscheidung im Lufttrockner? Das schauen wir uns mal genauer an. Dazu schauen wir uns den Aufbau eines Lufttrockners an einem Schnittmuster an. Auf den ersten Blick fällt direkt das Granulat auf. Im Betrieb wird der Lufttrockner vom Luftstrom durchströmt. Und das Granulat nimmt die Feuchtigkeit aus der Luft auf. Die Feuchtigkeitsaufnahme des Granulates ist allerdings begrenzt. Jetzt kommt das laute Zischen, welches ich eingangs erwähnt habe, ins Spiel. Von Zeit zu Zeit wird der Lufttrockner gespült. Dabei strömt die getrocknete Luft aus den Drucklufttanks mit hoher Geschwindigkeit am Granulat vorbei und reduziert so die gebundene Feuchtigkeit. Dadurch wird die Lebensdauer und das Wartungsintervall deutlich erhöht. Nach der Rückspülung kann das Granulat wieder Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Neben der Abscheidung von Wasser sollen die Lufttrockner auch Schmutz und Öl abscheiden. Dazu besitzen die Lufttrockner Fließlagen. Das ist ein Gewebe, welches in der Lage ist, Öl und Schmutz abzuscheiden. Lufttrockner sind sicherheitsrelevante Bauteile. Kommt es zu einem Ausfall oder ist die Filtrationseffizienz auf einem sehr geringen Niveau, kann es zum Ausfall der Bremsanlage kommen. Unsere Lufttrockner wurden auf unseren Prüfständen getestet. Diesen Filter sowie unsere weiteren Hengst-Serviceteile bekommt ihr in der gewohnten Erstausrüstungsqualität. Weitere Informationen zum Produkt und weitere Filter für eure Fahrzeuge findet ihr unten in der Videobeschreibung. In unserem Online-Katalog auf hengst.com haben wir euch alle Produkte für eure Fahrzeuge aufgelistet. Der Link ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr konntet einiges über unsere Lufttrockner lernen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, wir beantworten sie dann dort. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis bald in der Hengst-Garage.